Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Weißt du, wenn wir unser Leben verändern wollen, dann erwarten wir ja oft so eine ganz gerade Linie. Ja, den perfekten Plan auf dem Papier. Richtig. Wir sagen uns halt, ab morgen lebe ich gesund. Und wir haben diesen tollen Plan im Kopf. Aber dann kommt der Dienstagabend. Und die Realität schlägt zu. Genau. Die Technik beim Online-Shopping streikt vielleicht oder der innere Schweinehund ruft ganz laut vom bequemen Sofa. Und plötzlich sieht die kalte Tiefkühlpizza, also viel attraktiver aus als dieser frische Salat. Das ist ein sehr typischer Moment. Und was hier faszinierend ist, wir analysieren heute genau diese alltägliche Praxis. Wir schauen uns das echte Leben in Deutschland an, speziell das Leben in einer Wohngemeinschaft, also in einer WG. Lass uns das mal genauer ansehen. Das ist ja der Ort, wo man sich eine Wohnung, eine Küche und oft auch den Kühlschrank teilt. Richtig, denn genau an diesem Küchentisch passieren oft die wichtigsten Entscheidungen für unsere Gesundheit. Stell dir also folgende Situation vor. Da sind zwei gute Freunde, die zusammen in einer WG wohnen. Der eine Freund möchte gesünder leben, ein bisschen fit werden, vielleicht abnehmen. Ein klassischer Neujahrsvorsatz, auch mitten im Jahr. Ja, total. Aber er merkt extrem schnell, dass dieser Weg alleine wahnsinnig schwer ist. Er braucht Hilfe. Und jeder Anfang für ein gesünderes Leben startet heute ja meistens mit einem Einkauf. Wobei wir dafür heute nicht mehr durch den Regen in die Stadt gehen. Nee, absolut nicht. Wir setzen uns einfach an den Computer. Und da sind wir beim sogenannten Online-Shopping. Das ist der moderne Startpunkt für Veränderungen, der digitale Raum. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Einkaufen im Internet nicht für jeden Menschen einfach oder intuitiv ist. Das sehe ich hier in unserer Geschichte ganz deutlich. Der Freund sitzt vor seinem Bildschirm, er hat einen Online-Shop für gesunde Ernährung gefunden und möchte Tabletten kaufen, Vitamine. Vitamine sind oft der erste Versuch, Kontrolle über die Gesundheit zu bekommen. Genau, Vitamin C, Vitamin A und Magnesium. Er glaubt wirklich, das ist der erste große Schritt. Aber der Bildschirm überfordert ihn total. Er weiß überhaupt nicht, wo er klicken muss. Er ist frustriert. Und das ist genau der Moment, in dem das Leben in einer Wohngemeinschaft seinen großen Vorteil zeigt. Man teilt nicht nur die Miete. Man teilt auch seine Fähigkeiten. Ja, da kommt nämlich seine Mitbewohnerin ins Spiel. Sie ist IT-Expertin, sie arbeitet als Informatikerin und kennt sich mit Computern wirklich perfekt aus. Sie sieht sein Problem und hilft ihm ganz ruhig. Sie navigiert ihn durch den Prozess und erklärt ihm die digitalen Vokabeln, die wir heute eigentlich täglich nutzen. Zum Beispiel sagt sie, du musst einfach nach unten scrollen. Scrollen, ein sehr wichtiges Wort. Ja, das ist diese Bewegung, die unsere Finger am Handy mittlerweile komplett automatisch machen. Und dann zeigt sie ihm den wichtigsten Knopf auf der Seite. Er muss auf den Text klicken. Zum Warenkorb hinzufügen. Ein sehr zentraler Begriff im Internet, der Warenkorb. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich dieses Wort extrem interessant. Früher war der Warenkorb doch ein echtes, schweres Objekt aus Metall im Supermarkt. Ja, und heute ist es nur noch ein kleines digitales Symbol, oft oben rechts auf unserem Bildschirm. Das ist eine faszinierende sprachliche Entwicklung. Echt wahr? Wir haben das physische Wort behalten, um uns in der digitalen Welt besser orientieren zu können. Der digitale Warenkorb ist quasi der Ort, an dem wir unsere Wünsche sammeln. Und sobald die Vitamine dort liegen, führt die IT-Expertin ihn zum nächsten Schritt, zur Bezahlseite. Genau. Hier wird aus dem abstrakten Wunsch ein echter Kauf. Er muss seine persönlichen Daten eingeben, also seine E-Mail-Adresse und seinen Namen. Und dann entscheidet er sich, mit seiner Kreditkarte zu bezahlen. Hier wird's ja für viele Leute oft kompliziert, finde ich. Es sind viele Zahlen, ja. Er muss erst diese extrem lange Kartennummer abtippen, dann kommt das Gültigkeitsdatum, er muss also schauen, bis zu welchem Monat und Jahr die Karte noch funktioniert. Und ganz am Ende verlangt das System noch die Kartenprüfnummer. Das sind diese 3 kleinen Zahlen auf der Rückseite der Karte. Ein wichtiges Sicherheitsdetail. Ja, voll. Weißt du, ich habe früher immer gedacht, das ist wie so ein geheimes Passwort an einer Tür zu einem Club. Okay. Aber eigentlich passt ein anderes Bild noch viel besser. Diese kleine Nummer ist wie das Vorzeigen des Ausweises an der Poststelle, wenn du ein Paket abholst. Das ist ein sehr treffendes Bild. Wie meinst du das genau? Naja, die lange Kartennummer, die zeigt dem Computersystem nur, wo das Geld liegt.
Aber diese 3 kleinen Zahlen auf der Rückseite, die beweisen, dass du die Karte in diesem Moment wirklich physisch in deiner eigenen Hand hältst. Ah, ich verstehe. Du hast die Nummern also nicht einfach irgendwo im Internet kopiert. Genau. Ohne diese Kartenprüfnummer geht das Paket mit den Vitaminen gar nicht erst auf die Reise. Es ist der letzte, absolut entscheidende Sicherheitsmechanismus. Und danach bleibt nur noch ein Klick auf den Button Bestellung abschicken. Bam! Vorgang abgeschlossen. Aber das bringt mich hier zu einer wirklich kritischen Frage. Okay, schieß los. Naja, ein paar Klicks, ein bisschen scrollen, die Kartenprüfnummer eingeben und zack, schon fühlt man sich besser. Man hat etwas für die Gesundheit getan. Ist das heute nicht vielleicht viel zu einfach? Wie meinst du zu einfach? Verkaufen wir uns da nicht selbst eine kleine Illusion? Wir legen einfach Gesundheit in den digitalen Warenkorb und denken, puh, die harte Arbeit ist erledigt? Das ist eine sehr tiefe psychologische Beobachtung. Der Klick auf Bestellen, der schüttet in unserem Gehirn sofort Belohnungshormone aus. Aha, wir fühlen uns also produktiv, ohne echt was getan zu haben. Ganz genau. Wir haben Vitamine gekauft, aber du hast völlig recht. Wirkliche Gesundheit lässt sich nicht per Post liefern. Na dann nicht. Die Tabletten sind nur ein kleines Werkzeug. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erfordert ein echtes, gesundes Leben harte Arbeit im physischen Raum. Also in der echten Küche, nicht nur auf der Bezahlseite im Internet. Exakt. Und diese harte Realität, die trifft den Freund in unserer Geschichte auch sehr schnell. Das Paket ist auf dem Weg, aber er weiß, Tabletten allein verändern den Körper nicht. Er braucht einen echten Plan für sein Leben in der Wohnung. Ein Plan für das, was er isst und für den Sport. Lass uns mal auf seinen Speiseplan schauen, den er sich überlegt hat. Gerne. Er sagt, total motiviert, dass er ab sofort viel mehr Obst und Gemüse essen will. Ein Standardziel, das sich fast jeder setzt. Aber viel interessanter ist ja oft, was die Leute von ihrem Speiseplan streichen möchten. Oh ja, er formuliert nämlich ein ganz klares Nein zu sogenannten Fertiggerichten. Fertiggerichte. Das ist ein extrem wichtiges Alltagswort. Für alle, die zuhören. Das ist Essen, das in einer Fabrik schon komplett fertig gekocht wurde. Man muss es zu Hause nur noch schnell warm machen. Er spricht hier ganz gezielt über das Essen aus der Tiefkühltruhe. Genau. Er möchte absolut keine Pizza und keine Burger mehr aus diesem extrem kalten Schrank in der Küche holen. Er hat gelesen, dass diese stark verarbeiteten Lebensmittel einfach nicht gut für den Körper sind. Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum hat diese Tiefkühltruhe nach einem langen Arbeitstag so eine unglaubliche Anziehungskraft auf uns? Ja, warum eigentlich? Ist das nur Faulheit? Nein, es ist nicht einfach nur Faulheit. Unser Gehirn ist ganz primitiv auf Überleben programmiert. Wenn wir abends müde und vielleicht noch gestresst in die WG-Küche kommen, Dann will der Körper einfach nur Energie, oder? richtig, der Körper sucht nach der allerschnellsten Quelle für Energie. Und eine Tiefkühlpizza bietet eben maximale Kalorien für absolut minimalen Aufwand. Das ist pure Biologie. Wow, okay. Das erklärt natürlich, warum dieser Verzicht so unendlich schwer ist. Man kämpft in der Küche also nicht nur gegen eine dumme Gewohnheit, sondern echt gegen die eigene Biologie. Das ist anstrengend. Ja, das ist schon anstrengend genug. Aber hier wird es wirklich interessant. Jetzt kommt der Punkt, der mich in dieser Geschichte völlig überrascht hat. Wir schauen mal auf seinen Sportplan. Was hat er sich denn vorgenommen? Halt dich fest. Er nimmt sich vor, ab sofort 2-mal pro Woche joggen zu gehen. Draußen. Und zusätzlich plant er, 2-mal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das sind 4 Tage intensiver Sport pro Woche. 4 Tage. Für jemanden, der vorher anscheinend sehr gerne nur auf dem Sofa lag und Tiefkühlpizza gegessen hat, ist das für den Anfang nicht ein bisschen zu viel? Es ist ambitioniert. Ambitioniert. Das klingt für mich nach dem perfekten Rezept, um nach exakt 14 Tagen völlig deprimiert aufzugeben. Deine Skepsis ist hier absolut berechtigt. Was wir hier sehen, ist das ganz klassische Phänomen des übermotivierten Anfängers. Man plant sein perfektes Leben auf dem Papier. Ja, und vergisst dabei, wie anstrengend man Sport eigentlich findet. Genau, man ignoriert die eigenen Schwächen. Aber der Freund in unserer Geschichte ist sich zum Glück einer großen Gefahr bewusst. Er kennt seinen ärgsten Feind. Seinen inneren Schweinehund?
Genau den. Was für ein fantastisches deutsches Wort, oder? Für dich als Zuhörer. Der innere Schweinehund ist diese unsichtbare Stimme im Kopf, die immer sagt, ach, bleib doch auf dem Sofa, es regnet draußen, du hast heute so viel gearbeitet. Eine sehr überzeugende Stimme. Ja, leider. Und er gibt ganz ehrlich zu, dass er nach der Arbeit oft extrem müde ist und einfach überhaupt keine Motivation für Sport hat. Und genau an diesem kritischen Punkt entfaltet das Leben in einer WG, also einer Wohngemeinschaft, seine wahre Stärke. Weil man nicht allein ist. Richtig. Wenn du alleine wohnst und dir 4 Tage Sport planst, ist der Abbruch fast sicher. Niemand sieht es, wenn du auf dem Sofa bleibst. Es gibt absolut keine sozialen Konsequenzen. Aber hier mischt sich ja zum Glück die Mitbewohnerin ein. Sie bietet eine sehr kluge Lösung an. Ja, sie ist nämlich bereits in einem Fitnessstudio angemeldet. Und sie beschreibt ihm das. Das Studio ist sehr modern, die Geräte da sind super sauber und der Preis ist auch noch günstig. Und dann macht sie den entscheidenden Vorschlag. Sie sagt, Wir gehen zusammen. wir gehen zusammen. Das verändert alles, oder? Das ist der Wechsel von individueller Disziplin zu sozialer Verantwortung. Sie machen quasi einen festen Vertrag am Küchentisch. Sie verabreden sich fest für jeden Montag und jeden Donnerstag, immer so gegen 19 Uhr. Und sie sagt ihm dabei ganz direkt ins Gesicht, dann gibt es keine Ausreden mehr. Keine Ausreden mehr. Eine Ausrede ist ja der Versuch, den inneren Schweinehund irgendwie logisch zu erklären. Also sowas wie, oh, ich habe heute Kopfschmerzen oder mein Chef war so böse, die Arbeit war zu hart. Genau. Aber wenn eine gute Freundin um 6:55 mit fertig gepackter Sporttasche im Flur steht und auf dich wartet, dann funktionieren diese Ausreden einfach nicht mehr. Man möchte die andere Person ja nicht enttäuschen, ne? Exakt. Die soziale Bindung ist in diesem Moment deutlich stärker als die körperliche Müdigkeit. Ah, das leuchtet mir ein. Die Mitbewohnerin zieht ihn also wortwörtlich vom Sofa hoch. Aber puh, 4 Tage Sport und dazu noch eine komplette Ernährungsumstellung, das kostet den Körper und auch den Geist unglaublich viel Energie. Es ist eine Form von Dauerstress, ja? Und das führt uns zu einem Teil der Gesundheit, den wir oft total ignorieren, die mentale Erholung. Als das Wochenende dann endlich vor der Tür steht, ist der Freund komplett erschöpft. Der Kontrast zwischen der Arbeitswoche und dem Wochenende ist in Deutschland kulturell sehr stark ausgeprägt. Das Wochenende ist heilig. Ja, die Woche gehört der Pflicht, der Optimierung und der Arbeit. Aber das Wochenende, das gehört der Erholung. Und der Freund macht am Wochenende deshalb auch fast gar nichts. Er war von den vielen Arbeitsstunden in der Woche einfach total müde und brauchte Ruhe. Nur er und sein Sofa. Eine völlig legitime Art der Erholung. Aber die IT-Expertin, also die Mitbewohnerin, nutzt ihr Wochenende für eine ganz andere Art der Erholung. Sie hat nämlich am Samstag eine alte Freundin getroffen. Eine Freundin, die sie, glaube ich, 5 Jahre lang nicht gesehen hat. 5 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Solche Treffen erfordern oft einen bewussten Rahmen. Man trifft sich dann nicht einfach nur kurz für 10 Minuten auf der Straße. Man nimmt sich Zeit füreinander. Und wie sie sich Zeit nehmen. Die IT-Expertin holt ihre alte Freundin extra mit dem Auto ab. Sie machen einen richtig schönen Ausflug. Wohin fahren Sie? Sie fahren nach Lübeck. Das liegt ungefähr 1,5 Stunden von ihrer WG in Hamburg entfernt. Und ich finde diese Distanz einfach perfekt für einen Ausflug. 1,5 Stunden sind ein guter Abstand, ja? Man setzt sich ins Auto, man lässt die eigene laute Stadt hinter sich, die Landschaft zieht am Fenster vorbei und zack, nach 1,5 Stunden ist man in einer völlig neuen Umgebung. Man hat echten Abstand zum Alltag. Das ist wichtig für die Psyche. Und in Lübeck suchen Sie sich dann ein gemütliches Café. Ein gemütliches Café, ja. Die Gemütlichkeit ist ein zentraler Begriff in der deutschen Kultur, besonders wenn wir über Erholung sprechen. Ein gemütliches Café ist ein Ort komplett ohne Hektik. Ein Ort, an dem man nicht auf die Uhr guckt. Genau. Ein Ort, der Wärme und Ruhe ausstrahlt. Man sitzt dort nicht, um schnell Kalorien aufzunehmen und wieder zu gehen, sondern um die Zeit zu genießen. Und sie genießen wirklich. Sie essen dort die weltberühmte Lübecker Marzipantorte. Für alle, die es nicht wissen, Lübeck ist auf der ganzen Welt für dieses süße Marzipan bekannt. Und dazu trinken Sie einen warmen Cappuccino. Ja, aber warte mal kurz. Marzipantorte, passt das denn überhaupt zu unserem Gesundheitsthema heute? Wir haben doch vorhin den ganzen Zucker und die Fertiggerichte komplett aus der WG-Küche verbannt. Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein, das stimmt. Aber es ist ein sehr gesunder Widerspruch. Wie meinst du das? Ein gesunder Widerspruch? Die strenge Diät unter der Woche, der viele Sport, das ist gut für den Körper. Aber dieses Stück Marzipantorte in einem gemütlichen Café zusammen mit einer alten Freundin,
Das ist Nahrung für den Geist. Ah, okay. Es geht bei echter Gesundheit nicht um ständigen Verzicht. Es geht um Genussmomente, die unsere mentale Batterie wieder aufladen. Und diese mentalen Batterien werden natürlich auch durch richtig gute Gespräche aufgeladen. Nach 5 Jahren hat man sich ja auch wahnsinnig viel zu erzählen. Absolut. Die alte Freundin erzählte eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit, die mich echt zum Lächeln gebracht hat. Stell dir das mal vor, das klingt fast wie so ein Drehbuch für einen romantischen Liebesfilm. Was ist passiert? Sie hat ihren Ehemann damals im Flugzeug kennengelernt. Er saß auf dem Flug einfach zufällig genau auf dem Platz neben ihr. Das ist wirklich eine völlig ungeplante Begegnung über den Wolken. Verrückt, oder? Man sitzt in dieser engen Kabine, fängt vielleicht irgendwie an, über das schlechte Flugzeugessen zu reden, man lacht zusammen. Und heute, 4 Jahre später, sind die beiden verheiratet und haben 3 kleine, süße Kinder. Das ist wirklich schön. Ich meine, hast du schon mal so eine Geschichte im echten Leben gehört? Das zeigt uns doch. Wir können unseren Alltag noch so streng planen, mit festen Sporttagen und Einkaufslisten. Aber die allergrößten Veränderungen im Leben passieren oft durch puren Zufall. Das illustriert wunderbar die Balance des Lebens. Wir brauchen eine Struktur, wie diesen Sportplan am Montag und am Donnerstag, um funktionsfähig zu bleiben. Ja. Aber wir brauchen eben auch diese Offenheit für das Ungeplante. Und ganz wichtig, wir brauchen Menschen, mit denen wir diese schönen Zufälle teilen können. Stimmt. Als die IT-Expertin sich im Café die Fotos der 3 Kinder ansieht, da teilt sie die Freude ihrer Freundin ja direkt. Solche emotionalen Ausflüge bringen uns dann gestärkt in den Alltag zurück. Aber, und das ist die Realität, jeder Ausflug geht halt einmal zu Ende. Und so eine Erinnerung an Marzipantorte und Cappuccino, die hat oft noch einen ganz anderen lustigen Nebeneffekt. Ach ja. Welchen? Wenn man lange über gutes Essen redet, dann bekommt man oft plötzlich selbst richtig Appetit. Das stimmt allerdings. Wir verlassen also das gemütliche Café in Lübeck und kehren in unsere Geschichte zurück in die WG-Küche unserer beiden Freunde in Hamburg. Das Wochenende ist jetzt vorbei und der Alltag hat sie wieder. Der Übergang von den großen, emotionalen Geschichten des Lebens zurück zu den ganz banalen, körperlichen Bedürfnissen. Das ist ein sehr typischer Moment in einer gemeinsamen Wohnung. Ja, die IT-Expertin kommt nach Hause und fragt den Freund, hast du eigentlich auch Hunger? Und was sagt er? Seine Antwort ist wunderbar dramatisch. Er sagt, ja, ich bin am Verhungern. Am Verhungern sein. Das ist eine starke Übertreibung, die wir im Deutschen sehr gerne im Alltag nutzen. Er stirbt natürlich nicht wirklich. Nein, natürlich nicht. Es bedeutet nicht, dass das Leben ernsthaft in Gefahr ist. Es drückt einfach nur ein sehr akutes, starkes Hungergefühl aus. Der Blutzuckerspiegel ist niedrig und der Körper verlangt sehr laut nach Energie. Und wir erinnern uns ja noch gut, was passiert, wenn der Körper ganz schnell Energie will. Das Gehirn schaltet ab und der Instinkt übernimmt das Steuer. Oh je, was schlägt er vor? Der Freund, der doch eigentlich ab jetzt so gesund leben wollte, macht sofort einen Vorschlag. Er sagt, wie wär's mit Pizza? Da ist sie wieder, die Verlockung der Tiefkühltruhe. Genau. In genau dem Moment, in dem wir extrem hungrig sind, vergessen wir unsere langfristigen Gesundheitsziele extrem schnell. Aber er merkt seinen Fehler zum Glück noch selbst. Er sieht in dem Moment wahrscheinlich den sehr kritischen Blick seiner Mitbewohnerin. Die ihn an seinen eigenen Plan erinnert, ohne ein Wort zu sagen. Ganz genau. Und er rudert sofort zurück und sagt, wie bitte? Okay, das war natürlich nur ein Witz. Er lacht und versucht so ein bisschen, die Situation zu retten. Ein klassischer Rückzieher. Aber ganz ehrlich, ich bin mir total sicher, das war nur zur Hälfte ein Witz. Hätte er da ganz alleine in der Wohnung gestanden, hungrig und müde nach dem Wochenende, ich bin mir sicher, die Pizza wäre nach 10 Minuten im heißen Ofen gewesen. Das ist sehr wahrscheinlich. Und hier schließt sich der Kreis unserer heutigen Analyse. Die Gemeinschaft in dieser Wohnung rettet ihn hier praktisch ein zweites Mal. Richtig. Weil seine gute Freundin im Raum steht, weil sie seinen Vorsatz genau kennt und weil er vor ihr nicht sofort aufgeben möchte, ändert er schnell die Richtung. Er sagt stattdessen, los, wir machen uns einen leckeren Salat. Eine gute Entscheidung. Und dann gehen sie zusammen in die Küche. Und dieser Moment ist für mich das absolute Herzstück des Lebens in einer WG. Die Küche ist ja so viel mehr als nur der Raum, in dem der Kühlschrank steht. Sie ist das absolute soziale Zentrum. Gemeinsam zu kochen ist ein wichtiges Ritual. Es holt uns aus der digitalen Welt zurück in unsere physische Welt. Man steht nebeneinander, man macht was zusammen. Genau, man arbeitet mit den Händen. Er öffnet also den Kühlschrank und inspiziert, was sie überhaupt noch für Vorräte haben. Er zählt das so auf. Rote Tomaten, frische Gurken,
Und dann erwähnt er eine ganz besondere Zutat, die er noch findet. Einen bayerischen Hirtenkäse, der super zum Salat passt. Ah, Hirtenkäse. Das ist ein Käse, der in Salzlake gereift ist. Er ähnelt optisch stark dem griechischen Feta, wird aber in Deutschland sehr oft einfach aus Kuhmilch hergestellt. Okay, gut zu wissen. Er hat so eine cremige, salzige Note, die im Salat sehr intensiv schmeckt. Aber warte mal kurz, da muss ich jetzt doch nochmal kritisch nachfragen, bevor wir das als supergesund abstempeln. Gerne, frag nur. Wir reden doch heute die ganze Zeit über Gesundheit und Abnehmen. Sie lassen heldenhaft die Pizza in der Tiefkühltruhe liegen. Ja? Aber dann packen Sie ordentlich Hirtenkäse in den Salat. Dieser Käse hat doch richtig viel Fett. Dazu kommt dann meistens noch Olivenöl für das Dressing. Tauschen die beiden hier am Ende nicht einfach die Kalorien der Pizza gegen die Kalorien von Käse und Öl aus? Das ist eine exzellente Frage. Ist das wirklich so viel besser für ihn? Wenn wir nur auf die reine, nackte Anzahl der Kalorien schauen, dann ist der Unterschied vielleicht wirklich gar nicht so gigantisch groß. Eben. Aber, und das ist entscheidend, Gesundheit ist keine simple Mathematikgleichung. Es geht vielmehr um die Qualität der Nährstoffe, die wir aufnehmen. Ah, verstehe. Also nicht nur wie viel, sondern was. Richtig. Die Tiefkühlpizza aus der Fabrik ist hochgradig verarbeitet. Sie ist voller künstlicher Zusätze, Zucker und Konservierungsstoffe. Der Salat hingegen, mit frischen Tomaten, Gurken und dem Hirtenkäse, der besteht aus echten, natürlichen Lebensmitteln. Das leuchtet ein. Unser Körper verarbeitet diese Dinge völlig anders. Er zieht aus dem Salat wichtige Vitamine und gesunde Fette, die lange satt machen. Das ergibt absolut Sinn. Es geht also nicht primär um weniger Kalorien, sondern um bessere Kalorien. Und weißt du, ich glaube, es geht auch sehr stark um den Prozess an sich. Den Kochprozess meinst du? Ja. Stell dir das vor, wie die beiden da in der Küche stehen. Sie waschen das ganze Gemüse, sie schneiden die Tomaten, sie schnippeln die Gurken in kleine Stücke. Schnippeln, das ist noch so ein schönes Alltagswort für das Schneiden von Lebensmitteln. Schnippeln, ja, ich mag das Wort. Und dieser Prozess des gemeinsamen Kochens hat einen massiven psychologischen Vorteil gegenüber der Pizza. Welcher? Wenn du eine Tiefkühlpizza isst, dann dauert die Vorbereitung genau 3 Minuten. Du schiebst sie in den Ofen und später isst du sie oft ganz hastig, alleine vor dem Fernseher oder am Handy. Stimmt, null Kommunikation. Wenn du aber gemeinsam einen Salat schnippelst, dann verbringst du aktiv Zeit miteinander. Man redet über den anstrengenden Tag, man verarbeitet zusammen den Stress. Das ist wie eine kleine Therapie am Küchentisch. Genau. Und das gemeinsame Essen wird dann auch zelebriert. Diese langsame, bewusste Art der Nahrungsaufnahme ist extrem gesund. Nicht nur für unsere Verdauung, sondern auch für unsere Psyche. Sie teilen sich die Vorbereitung und am Ende teilen sie sich das gute Essen. Das ist wirklich ein unglaublich starkes Bild für das Zusammenleben. Weißt du, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und uns diese ganze WG, diesen ganzen Alltag heute ansehen, dann haben wir echt unglaublich viel entdeckt. Ja, wir haben heute den kompletten Bogen des modernen Lebens gespannt. Haben wir. Wir haben beobachtet, wie sie am Bildschirm kämpfen und diese digitalen Warenkörbe mit Vitaminen füllen. Wir haben verstanden, warum diese Bezahlseite mit der Kartenprüfnummer manchmal einfach Hilfe erfordert. Mhm. Wir haben den Kampf gegen den inneren Schweinehund analysiert und gesehen, wie diese festen Verabredungen im Fitnessstudio als super Schutzschild gegen alle Ausreden dienen. Und wir sind gedanklich nach Lübeck gereist. Oh ja. Wir haben in diesem gemütlichen Café gesessen, leckere Marzipantorte gegessen und über romantische Zufälle im Flugzeug gestaunt. Und ganz am Ende landen wir wieder im echten Leben, in der Küche. Beim Schnippeln von Gurken und beim gemeinsamen Essen. Genau, und beim heldenhaften Verzicht auf die schnelle Pizza. Diese scheinbar ganz kleinen Momente zeigen uns, wie komplex und gleichzeitig wie schön das ganz normale Leben eigentlich ist. Total. Und jede Vokabel, die wir heute besprochen haben, von der Tiefkühltruhe bis zur Ausrede, ist letztlich ein Werkzeug, um genau diese menschlichen Erfahrungen zu beschreiben. Und genau das macht eine Sprache doch so unfassbar lebendig. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich aber noch eine letzte Beobachtung mit dir teilen. Gerne. Wenn wir diese ganze Geschichte unseres Freundes mal kritisch analysieren, dann fällt eine Sache extrem auf. Nämlich? Sein gesamter Weg zu einem gesünderen Leben. Sein ganzer Plan, das alles wäre ohne seine Mitbewohnerin wahrscheinlich schon am allerersten Tag komplett gescheitert.
Ja, das ist der absolute Kernpunkt unserer heutigen Analyse. Und das führt uns zu einem provokanten Gedanken, den wir heute gerne in den Raum stellen möchten. Okay. Denk heute Abend mal darüber nach, wenn du zu Hause bist. Wir glauben ja oft, dass wir völlig unabhängige Individuen sind, die ihre eigenen harten Entscheidungen treffen. Dass wir stark sind? Genau. Aber wie sehr bestimmen eigentlich die Menschen in deinem direkten Umfeld, also die Menschen an deinem Küchentisch, wie du jeden Tag lebst? Wow, das ist eine gute Frage. Sind es wirklich immer unsere eigenen eisernen Entschlüsse, die uns gesund machen? Oder ist es am Ende doch die Gemeinschaft in unserer Wohnung, die unser Leben und unsere Gesundheit formt? Ein faszinierender Gedanke zum Abschluss. Sind wir wirklich die Piloten unseres eigenen Lebens oder sind wir eher das Produkt der Menschen, mit denen wir uns jeden Tag umgeben? Nimm diese Frage heute einfach mal mit in deinen Tag. Ein guter Ratschlag. Beobachte mal ganz genau, wer bei dir zu Hause in der Küche eigentlich den Ton angibt. Und wenn du das nächste Mal im Internet einkaufst, betrachte deinen Warenkorb vielleicht mal mit etwas anderen Augen. Und die Bezahlseite? Genau. Und ganz wichtig, wenn du heute Abend richtig hungrig und müde bist, schau kurz in die Tiefkühltruhe und dann schließ die Tür einfach wieder und schnippel dir stattdessen einen richtig frischen Salat. Zusammen mit jemandem, den du magst. Es lohnt sich. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns in diesen WG-Alltag einzutauchen. Wir wünschen dir einen super entspannten Tag, vielleicht ja ein paar gemütliche Stunden im Café und richtig viel Freude beim Kochen heute Abend. Bis zum nächsten Mal.